Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Monatsupdate hier auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ich euch wieder meine Fortschritte zeigen kann, also das, woran ich im Monat Mai gestickt habe. Und noch mehr freut es mich, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem Monatsrückblick und euch dieses Video anschaut. Ja, Monat Mai war ja Stitchmania-Zeit, also der Monat der vielen Neuanstiche. Aber bei mir gab es tatsächlich nur 4 Neuanstiche. Also jede Woche habe ich ein neues Projekt gestartet. Ja, warum nur 4 Neuanstiche? Der Grund ist der, dass ich natürlich auch an meinen anderen Projekten arbeiten wollte, also an denen Projekten, die ich mir im letzten Monat mit dem Glücksrad erdreht habe. Dann habe ich natürlich auch wieder an meinem Fokusprojekt, das Fokusprojekt für dieses Jahr, gestickt, und das ist der Heaven and Earth Soul. Der hat natürlich den meisten Fortschritt bekommen. Und ja, wie gesagt, dann habe ich an meinen 8 erdrehten Projekten gearbeitet und ja, nicht zu vergessen, dann auch noch an meinen Perlenstickprojekten. Ja, dann werde ich auch gleich starten und es kann dann auch schon losgehen. Es gibt ja heute einiges zu zeigen. Also das erste Projekt, das liegt hier schon am Tisch, das seht ihr schon die ganze Zeit eingeblendet. Und zwar ist es der erste Neuanstich in diesem Monat. Das war in der ersten Woche im Mai und da habe ich das Projekt Black Hat gestartet. Es ist ein Schwarz-Weiß-Projekt, ja, von Painting Fairy. Ich habe es im Rahmen einer Kooperation erhalten und wie gesagt, ein Schwarz-Weiß-Projekt, darum hat es tatsächlich nur 16 Farben. Ihr seht es hier rechts. Das sind 9 einfache Farben und 7 Mischfarben. Ich werde jetzt ein bisschen zur linken Seite rutschen, damit ihr auf der rechten Seite wieder ein Vorschaubild eingeblendet seht und, falls es eines gibt, natürlich auch ein Vorherbild. In diesem Fall natürlich nicht, denn das ist ja ein Neuanstich. Ja, das Bild wird 260 Stiche hoch und 200 Stiche breit, also insgesamt 52.000 Kreuze. Ich sticke es auf einen 16 Count Aida Vordruck, wie man sehen kann, und eben als Neuanstich gestartet in diesem Monat. Ja, ihr seht, was ich geschafft habe, und das habe ich tatsächlich an einem Tag gestickt. Es sind 600 Kreuze dazugekommen und ich bin total begeistert von diesen Farbabstufungen, also von diesen Nuancen. Es ist ein total sanfter Übergang, wie man sehen kann. Also vom dunklen Grau bis in das helle Grau. Und ja, wie gesagt, ich bin davon wirklich total begeistert, dass das so schön rüberkommt und die Farben nicht so, ja, so abgehackt wirken. Ja, das sind 600 Kreuze, die ich gestickt habe, äh, entspricht 1,14%. Also, der Anfang ist gemacht. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich dieses Projekt dann auch äh, im nächsten Monat sticken könnte. Natürlich nur, falls ich es mir erdrehe, denn ich bin ja nächstes Monat jetzt im Urlaub und für ein Urlaubsprojekt zum Mitnehmen ist es ja ideal. Es ist nicht zu groß und es hat auch nicht zu viele Farben. Ja, das war dann auch schon Projekt Nummer 1 und wir kommen gleich zum nächsten Neuanstich. Und das
sieht so aus. Also man kann auch hier nicht viel erkennen, außer ihr seht, der Stoff ist sehr, ja, hoch würde ich bezeichnen und sehr schmal. Denn dieses Projekt ist eine Storykeep-Version von Heaven and Earth Design. Storykeep bedeutet ja im Grunde genommen Lesezeichen, aus diesem Grund auch dieses Format. Und da habe ich neu angestickt Bria. Bria ist von der Künstlerin Amy Stewart, wie gesagt, ein Heaven and Earth Design und wird 404 Stiche hoch, aber nur 150 Stiche breit. Ich habe mir hier da so einen Reststoff ausgesucht, und zwar einen 18 Count AIDA, so einen vanillefärbigen. Und so sieht das jetzt aus. Das sind 201 Stiche. Also wie gesagt, es war nur ein Neuanstich, habe dann auch nicht daran weitergestickt. Aber ein sehr schönes Projekt. Ich habe das Muster ja schon sehr, sehr lange im Pattern Keeper. Und ich dachte mir, jetzt Monat Mai ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Neuanstich. Ja, das Motiv hat 90 Farben und es wird 60.600 Kreuze groß. Also da gibt es einiges zu tun und es hat natürlich auch sehr viel Konfetti. Ich zeige es euch nochmal. Ja, verschiedene Brauntöne, die ihr hier seht, das ist typisch für Heaven and Earth Design. Motive. Ja, das ist Bria, ein schönes Motiv, wie ich finde. Ja, hat Spaß gemacht, der Neuanstich. Der war in Woche 2 und nun kommen wir zu Woche 3. Mein dritter Neuanstich. Ihr habt es wahrscheinlich alles gesehen, denn es gab von jedem Neuanstich ein Video. Ja, man kann es gut erkennen, es ist ein Mandala. Und zwar das Mandala von Painting Fairy habe ich auch hier wieder im Rahmen einer Kooperation erhalten. Das Mandala hat 12 Farben, also tatsächlich nur einfache Farben, keine Mischfarben. Aber was noch dazu kommt, es hat Perlen. Und ich zeige euch mal aus der Nähe, wie das hier aussieht. Und ihr seht, was ich gestickt habe. Also ich habe in der Mitte begonnen und da haben wir die schwarzen Punkte und alle diese schwarzen Punkte werden dann gelbe Perlen. Da bin ich ja dann wirklich gespannt, wie das rauskommt. Es ist wirklich doch eine Menge an Perlen zu sticken. Ja, das Mandala wird 190 mal 186 Stiche groß. Das ist ein 14 Count AIDA, an dem ich hier sticke. Und ja, ihr seht, es ist ein Teilbild, das heißt, der Hintergrund wird hier nicht gestickt. Und ja, der dritte Neuanstich in diesem Monat. Also was ihr hier seht, kommt ja schon sehr gut raus. Ich bin dann noch hier auf die Farbübergänge gespannt, wie das rauskommt. Aber lasst euch überraschen, wie das dann aussehen wird. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es ein Urlaubsprojekt sein könnte. Hat auch wenig Farben und ist nicht so groß, also könnte man gut ins Gepäck mitnehmen. Ja, wie gesagt, mein dritter Neuanstich in diesem Monat, das Mandala. Macht sehr viel Spaß zu sticken, ist sehr einfach zu sticken. Dann der letzte Neuanstich. Auch da gab es ein Video und das ist auch ein eher kleineres Projekt und es heißt Fairy Lighthouse. Es ist
von dem Shop 5 Stitch, auch im Rahmen einer Kooperation. Und es wird 120 Stiche breit und 117 Stiche hoch. Und ja, es hat 35 Farben und nur 2 Mischfarben. Ja, also ihr seht, das habe ich geschafft. Also dann Stiche weiß ich jetzt nicht, wie viele es sind. Ich habe es hier in der Mitte gestartet. Also das wird das Häuschen in der Mitte. Ihr seht ja rechts eingeblendet das Vorschaubild. Ja, ich sticke es auf einen 18 Count AIDA und ich sticke es mit der Papiervorlage. Darum, ja, geht es etwas langsamer voran, aber trotzdem habe ich einiges an Stichen hier geschafft, an dem Häuschen. Ich komme ein bisschen näher, dass man es ein bisschen näher sehen kann. Ja, also das ist das Dach des Häuschens. Auch ein schönes Projekt. Da muss ich sagen, das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen in den Urlaub, da es, wie gesagt, mit der Papiervorlage gestickt wird. Ja, und das ist doch eher umständlich für mich. Ja, ja, Fairy Lighthouse heißt es vom Shop 5 Stitch. Designer, das ist ja von einem Designer. Fällt mir leider jetzt der Name nicht ein. Könnte es sein, dass X3 Stitch ist? Nein, ich weiß es nicht genau. Ich möchte da jetzt nicht sagen, weil mir fällt der Designer nicht ein. Ja, Fairy Lighthouse von 5 Stitch. Ja, das war's dann auch schon mit meinen Neuanstichen. Wie gesagt, es gab nur 4 Neuanstiche. Also da seht ihr wahrscheinlich auf anderen YouTube-Kanälen mehr. Die haben da mehr gestartet. Aber als nächstes kommen wir gleich zu meinem Fokusprojekt, was ich euch schon angekündigt habe. Und das ist der Heaven and Earth Soul. Und der sieht so aus. Also man kann da schon eine Menge erkennen und es ist wieder eine Menge in diesem Monat dazugekommen. Ihr seht es ja rechts eingeblendet. Ich habe an der 4. Seite gearbeitet im letzten Monat, habe inzwischen die 4. Seite fertig und bin circa in der Hälfte der 5. Seite. Und dazugekommen sind in diesem Monat 7182 Kreuze. Also aktuell bin ich bei 40,32%. Ja, also schon eine Menge geschafft und es sieht ja wirklich mega, mega schön aus, dieses Motiv. Also es gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ja, es hat 87 Farben. Der Name dieses Motiv heißt Stone Cottage Keep. Es wird 289 Stiche hoch und 305 Stiche breit, also insgesamt 88.145 Kreuze. Ja, gestartet natürlich Anfang des Jahres, beziehungsweise genau genommen am 30. Dezember des letzten Jahres. Das ist ein Easy Count Stoff und ja, 18 Count AIDA. Ja, tolle Fortschritte finde ich, was ich bis jetzt geschafft habe. Also ich bin ja gut im Rennen, ich glaube ein bisschen, aber trotzdem hinten nach. Aber da handelt es sich maximal um 1-2 Tage. Also durchaus noch im Rahmen, dass man das Ganze aufholen kann. Und ich möchte es ja auf jeden Fall beenden dieses Jahr. Den Soul. Darum bleibt es nach wie vor mein Fokusprojekt für dieses Jahr. Ja, mein Stone Cottage Keep. Jetzt zeige ich aber euch einmal meine Rückseite. Und die sieht so aus.
Also, ich finde, es ist absolut in Ordnung bei diesem Projekt. Es ist ja ein Heaven and Earth Design, also wieder ein Konfetti-Projekt. Und ich finde, für das, dass es sehr viel Konfetti hat, ja, sieht meine Rückseite auch sehr schön aus, denn es ist auch wirklich machbar, dass man auch eine schöne Rückseite bei Konfetti hat. Ja, ich zeige euch mal aus der Nähe, wie das bei mir aussieht. Also ihr seht, ich springe nicht sehr weit. Also ich versuche das zu vermeiden. Ich vernähe auch nicht sehr viel auf der Rückseite, hauptsächlich mit einem Pinstitch. Ja, darum, ich denke auch, meine Rückseite ist sehenswert. Ja, ich zeige sie aus dem Grund, weil immer wieder die Frage nach der Rückseite eines Projekts auftaucht. Und ja, da dachte ich mir, ich zeige euch das mal bei einem Konfetti-Projekt. Ja, mein schönes Stone Cottage Keep, der Soul von diesem Jahr. Also nächstes Jahr werde ich an keinem Soul teilnehmen. So viel steht schon fest, denn ich möchte mich nicht auf ein Projekt fixieren. Aus diesem Grund wird es bei mir keinen Soul geben. Ja, dann das nächste, beziehungsweise das erste Projekt, das ich mir erdreht habe. Und das war The Sleeping Cat, die schlafende Katze. Auch von dem Shop 5 Stitch. Da habe ich mir auch den Designer aufgeschrieben und der heißt Stitching Land. Es hat 18 Farben. Ihr seht, es ist ein Teilbild, also ein Rundbild. Das heißt, hier in den Ecken wird nicht gestickt. Es wird 150 mal 150 Stiche groß. Ich sticke es auf 16 Count AIDA und habe es im März dieses Jahres gestartet. Und jetzt im Mai war es das zweite Mal, dass ich es in der Hand hatte. Und ihr seht, was dazugekommen ist. Ich habe hier diesen oberen Bereich gestickt. Das kann man schon sehr gut erkennen. Da habe ich doch einiges an Fortschritt geschafft. Und so sieht das aus der Nähe aus. Ja, es sind tatsächlich nur einfache Farben, keine Mischfarben. Aber ich finde, es kommt sehr gut raus und es ist auch sehr entspannend zu sticken, sehr einfach zu sticken, kein Konfetti, keine Mischfarben. Ja, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich das im Urlaub mitnehmen könnte. einen Moment, ich habe einen Frosch im Hals. So, entschuldigt, ich habe einen Schluck getrunken. Ja, ja, das ist meine schlafende Katze. Von der Katze an sich sieht man ja noch wenig. Hier sind die ersten Stiche zwar gemacht, hier am Rücken der Katze, aber das, was ihr hier seht, ist alles noch eigentlich der Hintergrund. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Motiv, wie ich finde, die schlafende Katze. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Projekt, das ich mir erdreht habe. Ah ja, und das ist ein großes Projekt, und zwar das Mädchen, das kleine Mädchen von Waterpiece habe ich damals im Rahmen einer Kooperation erworben, nicht Kooperation, entschuldigt, im Rahmen einer Auktion erworben. Das heißt, ich habe es mir ersteigert. Da gibt es ja immer diese Auktionen einmal im Monat
bei Waterbiz in der Facebook-Gruppe. Ja, das Mädchen hat 50 Farben, wird 440 Stiche hoch. Also ihr seht, da ist noch einiges zu tun. Bringe ich leider nicht ganz in die Kamera. Ja, und es wird 314 Stiche breit. Ja, gestartet habe ich das Ganze im Juni des letzten Jahres und ich sticke es auf einen 16 Counter Ida. Und was soll ich euch sagen, es ist sehr, sehr viel Konfetti. Ja, das sind ja die Haare, die ihr hier seht und die sollen ja auch schön rauskommen. Aber das bedeutet natürlich auch sehr, sehr viel Konfetti. Und ja, dieses Monat ist nicht so viel dazugekommen. Und zwar habe ich äh, hier gestickt und zwar hier in der zweiten Blockreihe. Und das sind nur 500 Kreuze dazugekommen. Ja, ich hatte da dieses Monat nicht so viel Lust, Konfetti zu sticken, darum ja eher wenige Kreuze. Ja, insgesamt habe ich schon 10.300 Kreuze und bin jetzt bei 7,45%. Ja, also ich finde, die Haare sehen sehr gut aus hier in der Kamera. Kommt wirklich toll raus, aber es ist auch sehr anstrengend zu sticken mit dem vielen Konfetti. Obwohl die Symbole kann man wirklich deutlich lesen, sie sind nicht verschwommen oder irgendwie unklar, aber trotzdem viel, viel Konfetti und dadurch auch etwas schwieriger zu sticken. Aber auch hier habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht an dem kleinen Mädchen. Ja, wenn ich es mir jetzt nächstes Monat nicht erdrehe, bin ich auch nicht böse. Ja, okay. Das nächste Projekt. Ah ja, das war auch ein Projekt, auf das ich eigentlich keine Lust hatte. Ich gebe das mal, ich schlage hier den Stoff ein bisschen ein, damit man das auch besser erkennen kann. Ja, das nächste Projekt habt ihr bis jetzt auch noch nicht gesehen. Es ist aber kein Neuanstich, sondern schon sehr, sehr lange in einer Projekttasche. Und zwar heißt das Projekt Out of the Savannah. Und das war auch ein Soll, und zwar von dem Shop Cross Stitch for Everyone. Und ja, ihr seht das Vorschaubild eingeblendet. Also hier sieht man die Tiere auch der Savanne. Und ja, wie gesagt, ein Soll, das heißt, jedes Monat kam ein Teil des Musters raus. Aber auch das ist sehr schwierig zu sticken. Hier der Baum, die Bäume haben sehr viel Konfetti. Insgesamt hat das Muster 80 Farben. Wie gesagt, vom Shop Cross Stitch for Everyone. Es wird 264 Stiche hoch und 448 Stiche breit. Also auch ein großes Projekt, denn es hat über 120.000 Kreuze. Ja, ich glaube, es war der Soll von 2024 und da habe ich es im Januar gestartet und bin tatsächlich jetzt nur bis zur zweiten Seite gekommen. Also ganz, ganz wenig daran gestickt. Es ist auch das Weiß gestickt, also der Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Ja, ein bisschen kann man es sehen. Ja, wenn ich es heute nochmal starten würde, würde ich natürlich den Hintergrund weglassen, denn es macht wirklich keinen Sinn, diesen zu sticken. Und es sind tatsächlich auch über 40.000 Kreuze nur in Weiß zu sticken. Ja, also sehr mühsam, aber ich hatte es auch diesen Monat in der Hand und ich habe dran 220 Kreuze gemacht.
Also insgesamt bin ich jetzt bei 5% des Bildes, also viel noch zu machen, und ich persönlich habe ganz wenig Lust daran zu sticken. Ja, da hoffe ich wirklich, dass ich es mir nächstes Monat nicht erdrehe. Ja, ja, ich sticke es auf 18 Count AIDA, diesmal ohne Easy Count. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Vielleicht noch einmal der Blick aus der Nähe, da ich ja noch nicht sehr viel daran gestickt habe. Ja, so sieht das aus. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Projekte, an denen er nicht so gerne stickt. Gut, dann das nächste. Wir sind schon beim 9. Projekt. An dem 9., das ich in dem Monat gestickt habe. Und das ist wieder ein Motiv mit Papiervorlage. Das ist das English Cottage and Garden von der Designerin Banani Stitchery. Das Bild hat 39 Farben. Habe ich auch im Rahmen einer Kooperation mit dem Shop 5 Stitch erhalten. Es wird 184 Stiche breit und 168 Stiche hoch. Also ein Teilbild auch, darum habe ich es in der Mitte gestartet, und gestartet habe ich es im Dezember des letzten Jahres. Ich sticke es auf einem 18 Count AIDA. Ja, was ist dazugekommen? Die genaue Anzahl kann ich euch auch da nicht sagen, da ich ja mit Papiervorlage sticke. Aber ich glaube, ich bin so bis hier in etwa gekommen, habe hier noch den Rest dazu gestickt. Also doch schon einiges an Kreuze. Ja, auch hier, das ist ein Teil des Hauses. Ich zeige es euch auch jetzt einmal aus der Nähe. Ich finde, es kommt schon recht gut raus. Ja, es hat ja nur 39 Farben und ich glaube keine Mischfarben, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Ja, auch da habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht. Also ich nehme an, so um die 300 Kreuze werden es schon gewesen sein. Das English Cottage and Garden. Das nächste Projekt, oh, das ist tatsächlich das Projekt, an dem ich am wenigsten gestickt habe, das ganze Monat. Und das ist meine Laterne. Ja, eigentlich zahlt es sich gar nicht aus, dass ich es euch zeige, denn ich habe ganz wenig daran gestickt. Und zwar habe ich hier ein Kästchen gestickt, also ganze 100 Kreuze. Das war hier dieses Kästchen. Wie gesagt, es tut mir leid, es war sehr wenig. Es hat ja auch sehr viel Konfetti, das Motiv, und ich hatte auch da überhaupt keine Lust zu sticken. Aber ich habe mir ja vorgenommen, jedes Projekt, das ich mir erdreht habe, einmal in der Hand zu haben, und das habe ich gemacht. Also ich habe 100 Kreuze daran gestickt. Ja, es ist die Laterne von der Marke Spring Brand. Ich habe es mir damals selbst gekauft bei Biggest Craft. Wird 362 Stiche hoch und 362 Stiche breit. Also insgesamt 131.000 Kreuze. Das Motiv hat 90 Farben und 4 Mischfarben. Ich schaue gerade. Ja, 90 plus 4 Mischfarben.
Also ich sticke es auf einen 16 Count AIDA und habe es gestartet eigentlich schon im Dezember 24. Habe dann aber länger nicht daran gestickt. Also auch das letzte Mal ist schon ein halbes Jahr her, dass ich daran gestickt habe. Ja, und auch dieses Monat sind tatsächlich nur 100 Kreuze dazugekommen. Leider sehr wenig Fortschritt, aber insgesamt sind das schon 15.900 Kreuze, die ihr hier seht. Also 12,13%. Eigentlich ein sehr schönes Motiv, für mich ja eher ein Wintermotiv, aber ja, Konfetti, Konfetti, Konfetti. Die Laterne. Dann kommen wir gleich zum nächsten Projekt. Und das, einen Moment, ja, ein Heaven and Earth Design wieder. Und zwar ein Mini. Und das ist Mini Rose Tattoo von der Künstlerin Sabine Rich, wie auch immer, einer französischen Künstlerin, hat 61 Farben. Das Motiv wird 347 Kreuze hoch und 225 breit. Also ihr seht, die Breite habe ich hier schon erreicht. Es kommen hier noch 2 Seiten dazu. Dann ist auch die Höhe erreicht. Ich sticke es auf einen 18 Count AIDA, auf diesen vanillefärbigen, den ihr vorher bei Bria gesehen habt. Das ist der gleiche Stoff und das habe ich gestartet im Januar 2022, also schon 4 Jahre her. Das ist eines meiner ältesten Projekte. Ja, was ist dazugekommen? Ich habe hier diese Reihe fertig gestickt an 10er Kästchen und die nächste gestartet. Das sind 404 Kreuze, die dazugekommen sind. Also aktuell bin ich bei 41,42%. Das sind über 32.000 Kreuze. Ja, bald ist die Hälfte geschafft. Also ein bisschen noch fehlt. Ja, mein Rose Tattoo, man sieht hier schon am Rot, dass hier wieder eine Rose kommt oder ein Blütenblatt einer Rose. Ja, circa die Hälfte, ja noch nicht ganz die Hälfte der Seite ist geschafft. Da arbeite ich mich ja durch, bis ich die fertige Seite habe. Und dann geht es hier links weiter. Oder ich sticke hier rechts weiter. Ja, da weiß ich noch nicht, wie, je nachdem, wie ich Lust habe. Ja, das Bild habe ich auch schon letztes Monat gestickt. Also wenn es dieses Monat dann nicht drankommt, das kommende, bin ich auch nicht böse. Das Rose Tattoo von Heaven and Earth Design. Ja, das nächste Projekt, ein gern gesehenes Projekt, ist meine Willow. Ja, auch meine Willow ist wieder gewachsen. Und zwar hier unten habe ich weiter gestickt, links unten. Und da sind diesmal 658 Kreuze dazugekommen. Wie gesagt, ich habe hier weitergearbeitet. Das ist die Hälfte circa einer Seite. Wieder kommt noch die zweite Hälfte dazu und noch eine halbe Seite. Dann habe ich auch die linke untere Ecke erreicht. Aber wie gesagt, so sieht das aktuell aus, die Willow. Und da arbeite ich ja diagonal mit den Seiten. Das heißt, wenn ich diese Seite links unten fertiggestellt habe, arbeite ich rechts oben weiter.
Ja, die Willow. Aktuell bin ich bei 54,59% und das, was ihr hier seht, sind über 52.000 Kreuze. Die Willow habe ich von dem Shop The Cross Stitch Studio, auch auf deren Webseite gekauft, das Muster. Da muss ich gleich sagen, ja, der Shop schließt, also die Besitzer des Shops gehen in Rente. Also das ist ja ein Ehepaar, die diese Muster entworfen haben, gechartet haben und die gehen in Pension, aber so wie ich verstanden habe, werden sie von dem Shop Pain Free Crafts weitergeführt. Das heißt, man kann auch dort die Muster nach wie vor erwerben. Ja, das ist Willow, wie gesagt, eine Crop-Version, also nur ein Ausschnitt eines größeren Bildes. Es hat 96 Farben und ich sticke hier wieder auf einen 18 Count Aida, einen Easy Count Stoff. Gestartet im April 2024 und ich muss sagen, Willow macht immer noch Spaß zu sticken. Ich habe wirklich auch jetzt fast jedes Monat daran weitergearbeitet. Da würde ich mich freuen, wenn ich sie auch nächstes Monat wieder erdrehe, obwohl ich Willow nicht mitnehmen würde jetzt in den Urlaub. Einfach weil es so ein großes Projekt ist und ja auch viele Farben hat. Ja, ein hübsches Mädchen. Sie kommt ja wirklich schon sehr gut raus, was man hier sieht. Und ich freue mich dann, wenn ich hier am Gesicht weiter sticken kann. Jetzt aktuell hier an den Haaren, ja, ist es eher langweilig. Meine Willow. Und jetzt, ja, ziemlich rasch durchgerauscht, kommen wir zum letzten Kreuzstichprojekt. Und das war Angel of Winter. Moment, Angel of Winter. Ich muss nur in meinen Unterlagen blättern. Angel of Winter ist ein Motiv von Joy Sunday. Habe ich im Rahmen einer Kooperation mit VIP Cross Stitch erhalten. Und ja, das Bild hat 38 Farben, wird 200 x 200 Stiche groß und ich sticke es hier auf einem 14 Count Aida, Vordruckbild, wie man erkennen kann. Gestartet habe ich es im November des letzten Jahres und auch seitdem nicht mehr daran gestickt. Ja, was ist dazugekommen? Ungefähr dieser Bereich war ja schon und ich habe jetzt doch einiges noch aufgefüllt. Man sieht das leider sehr schlecht, weil es sehr helle Farben sind. Aber ich komme mal näher. So sieht das aus. Man kann erkennen, hier unten ist auch ein halber Stich und der Rest ist volles Kreuz. Also das Bild hat aber nur volle Kreuze und halbe Kreuze, also keine Backstitches. Ja, Angel of Winter, ein typisches natürlich Winterbild, war recht einfach zu sticken. Es hat nicht sehr viel Konfetti. Also ihr seht, ich habe ja hier oben auch schon ein bisschen Fortschritt, das Rot, das ihr hier seht. Ja, oben ist etwas mehr Konfetti, darum habe ich damals unten dann angefangen, da hier eher ja, Colorblocking ist und einfach zu sticken. Ja, trotz allem muss ich sagen, sehr viel Lust hatte ich nicht an dem Motiv zu sticken, aber es ist doch einiges hier dazugekommen, also gar nicht so wenig. Und nächstes Monat muss ich auch nicht unbedingt daran sticken. Angel of Winter. Ja, das war jetzt 13 Kreuzstichprojekte, die ihr gesehen habt.
Und dann kommen wir auch schon zu den Perlenstickprojekten, und da waren es in diesem Monat nur 2 Perlenstickprojekte. Zum einen war es meine Katze im Schneeballstrauch. Die Katze ist ja von Tokarewa, also das ist ja mit den Preziosa-Perlen. Das Motiv hat 47 Farben. Ich habe es gekauft bei dem Shop Lieblingsperlen. Es wird 402 Perlen hoch und 230 breit. Also das ist circa die Hälfte des Motives. Und dann kommen noch 2 Seiten. Ich habe es gestartet im November des letzten Jahres und habe eigentlich jedes Monat daran gestickt, aber sehr wenig gestickt. Dieses Monat habe ich auch nur 627 Perlen gestickt, also sehr, sehr wenig eigentlich. In Reihen weiß ungefähr, ja, es waren 57 Perlen sind hier in einer Reihe. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Reihen dazugekommen sind. So um die 10 Reihen werden es gewesen sein. Und ja, aktuell seht ihr hier 7605 Perlen, die gestickt sind. Dazugekommen, ja, wie gesagt, ich habe hier an der zweiten Seite gearbeitet. Da bin ich ja in etwa in der Hälfte. Hier sieht man schon die Pinselchen der Maine Coon und hier beginnt ja das Ohr an sich. Also wenn ich dann diese Seite mal fertig habe, dann kann man doch schon einiges erkennen. Das sind aktuell 8,22%. Und ja, meine Perlenbilder fallen ja nicht in die Rotation, also nicht in das Glücksrad, sondern die sticke ich ganz einfach nach Lust und Laune. Da habe ich ja nur insgesamt 3 Perlenbilder, an denen ich sticke. Und ja, wie gesagt, sind nicht im Glücksrad dabei. Ja, es kommt sehr gut raus, gefällt mir sehr gut, wie das rauskommt. Meine Katze im Schneeballstrauch. Ja, und dann kommen wir zum letzten Projekt und zum zweiten Perlenstickprojekt. Und das ist mein Abschluss, der Tiger. So. Der Tiger ist ja immer eigentlich mein Abschlussprojekt. Dieses Mal habe ich an meinen Vögelchen, also eigentlich sind das ja Entchen, nicht gestickt, hatte ich eigentlich keine Lust drauf und darum waren es nur diese 2 Perlenstickprojekte. Und ja, der Tiger ist ja, wird ja gestickt auf 9 Count. Das sind ja die großen Plastikperlen. Da habe ich im letzten Monat 8 Reihen gestickt. Und ihr seht, es fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Also weniger als 30 Reihen, was hier noch fehlen. Also wir haben hier 2 mal 10er Kästchen, hier noch eine Reihe und 7, also 27 Reihen fehlen noch. Der Perlentiger hat ja 18 Perlenfarben. Es sind wie gesagt die großen Kunststoffperlen auf 9 Count, entschuldigt, auf 9 Count. Ja, ich denke mir, ich werde ihn auf jeden Fall dieses Jahr fertigstellen. Also 27 Reihen sollte er doch machbar sein. Ja, das war's auch schon mit meinen Projekten. Unglaublich schnell sind wir da durchgerauscht mit den vielen Projekten. Wie gesagt, insgesamt 15 Projekte, an denen ich gearbeitet habe im Monat Mai. Ja, jetzt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Also, falls euch das gefällt, was ihr hier seht und ihr auch gern mehr sehen mögt, dann würde ich mich natürlich freuen,
wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir haben ja aktuell die 500 Abonnentenmarke geknackt. Darüber freue ich mich ja riesig. Und wenn ich zurück bin von meinem Urlaub, dann wird es natürlich auch ein kleines Dankeschön für euch geben. Wie genau das dann aussehen wird und was genau es da für euch geben wird, ja, lasst euch überraschen. Gut, dann kommen wir auch schon zum Glücksrad. Das heißt, ich werde mir jetzt dann erdrehen, woran ich im nächsten Monat sticken werde. Ich bereite alles vor und bin dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich zurück mit meinem Glücksrad, wo ich mir die nächsten 8 Projekte erdrehen werde, die ich im Juni sticken werde und ihr dann natürlich auch wieder im Monatsupdate sehen werdet. Ja, ich glaube, wir starten dann. Ich habe Papier und Stift dabei, damit ich mir die Projekte aufschreiben kann und bin schon sehr gespannt, was es dieses Mal werden wird. Wir starten. Es geht los. Hoho, die Osterhasen. Die Osterhasen sind ja ein Projekt auf Plastik, also auf einem Plastik-Canvas. Ich werde sie dann holen und euch auch zeigen, wie sie aussehen. Aber wir starten gleich das nächste Projekt und los geht's. Nochmal die schlafende Katze, also das Sleeping Cat. Das freut mich, denn da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das Projekt mitnehme in den Urlaub. Es ist handlich, es hat kein Konfetti, also ein ideales Urlaubsbild, die schlafende Katze. Wir starten Projekt Nummer 3. Meine Peppermint Rose. Ein eher großes Motiv, das war ja auch ein Soul, ich glaube von 2023, von The Cross Stitch Studio. Ja, passt eigentlich hervorragend zur Sommerszeit und ich hole es mir dann gleich und ich zeige euch dann die Projekte. Projekt Nummer 4. Ja, auch das hatten wir dieses Monat. Das English House and Garden. Ja, das habe ich euch dieses Monat gezeigt. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht mitnehmen in den Urlaub. Das nächste Projekt. Das Rose Tattoo. Auch da habe ich dieses Monat daran gestickt. Ja, ja, okay, ja, auch das wird ein paar Kreuze erhalten, ein bisschen Fortschritt. Dann sind wir schon bei Projekt Nummer 6. Oh je, oh je. Nochmal die Laterne. Ausgerechnet ein Projekt, worauf ich ja eigentlich gar keine Lust habe. Ja,
aber wie gesagt, auch da werde ich dann ein paar Kreuze setzen. Wir kommen zum vorletzten Projekt. Und es ist wieder Willow. Also sehr viele große Projekte, wie ich jetzt gesehen habe bis jetzt. Oh ja, und das letzte Projekt. Der Winterfuchs. Auch ein eher großes Projekt von der Cross Stitch Studio. Also dieses Mal eher große Projekte, 8 große Projekte. Ja, meine Lieben, ich hole jetzt die Projekte und auch dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Für euch nur eine Sekunde. Bei mir hat es doch etwas länger gedauert. Ich musste noch die Projekte alle holen. Ja, das erste Projekt, woran ich nächsten Monat sticken werde, ist einer der Osterhasen. Und zwar habe ich hier ja schon begonnen, und zwar mit diesem Osterhasen. Da werde ich auch weiter sticken. Ja, mal schauen, wie viel es tatsächlich wird. So viel Lust habe ich da jetzt auch nicht daran zu sticken. Und ihr seht, hier habe ich schon begonnen mit dem Ohr. Also das ist dieser Osterhase. Ja, ich finde es nicht so einfach, auf Plastik-Canvas zu sticken. Daher auch macht auch nicht so viel Spaß daran zu sticken. Ja, das wäre dann das erste Projekt für das nächste Monat. Das zweite Projekt kennt ihr ja, das ist meine schlafende Katze. Da freue ich mich tatsächlich darauf, daran weiter zu sticken. Das nehme ich auch auf jeden Fall mit in den Urlaub. Dieses Mal habe ich mir ja eher große Projekte erdreht und das ist doch eines der kleineren Projekte. Das dritte Projekt habt ihr schon länger nicht gesehen. Das ist meine Peppermint Rose. Wie gesagt, von der Cross Stitch Studio. Das war damals auch ein Soll, darum auch diese kleinen Seiten. Ja, da werde ich dann hier natürlich weiter sticken, mit der nächsten Seite beginnen. Da habe ich ja doch schon einiges geschafft. Ich glaube auf jeden Fall über 50%. Ja, ein schönes Motiv, aber nicht geeignet für den Urlaub. Ja, das nächste, das werde ich dann doch mitnehmen in den Urlaub, ist ja das English House and Garden, was ich euch auch vorher gezeigt habe. Ein eher kleineres Projekt, darum nehme ich es mit in den Urlaub, auch wenn es Papiervorlage ist. Mal schauen, wie viel ich tatsächlich dann daran sticke. Dann ist ja auch wieder das Rose Tattoo dran, wie auch dieses Monat. Da geht es hier an dieser Seite weiter beim Rose Tattoo. Brauche ich euch auch nicht mehr zu zeigen. Dann, ja, wie gesagt, die Laterne, wo ich ja gar keine Lust habe daran zu sticken. Ja, geht es auch hier im Konfetti-Bereich weiter. Ja, ich könnte ja auch hier links neu anfangen und hier weiter sticken. Hier hätte ich weniger Konfetti, aber das würde ja nichts ändern, denn das Konfetti gehört ja trotzdem irgendwann gestickt. Ja, ich werde es zumindest einmal in die Hand nehmen, die Laterne. Projekt Nummer 7 ist mein Willow. Da sticke ich schon gerne daran und da werde ich hier an dieser Seite, wie gesagt, weiterarbeiten an den Haaren von Willow.
Und das letzte Projekt, wieder ein Winterprojekt, das ich mir erdreht habe, der Winterfuchs. Also ein bisschen kann man ja schon erkennen vom Winterfuchs. Da weiß, na, die Seite wird noch nicht ganz fertig sein, das wäre zu wenig, aber da werde ich die Seite fertig sticken und danach beginne ich wieder oben zu sticken. Der Winterfuchs, ja, kommt ganz toll raus. Ja, das war's dann auch schon mit meinen 8 Projekten, die ich mir erdreht habe. Ja, ich muss ihn nochmal einblenden. Er ist ja wirklich, wirklich total schön. Das Fell kommt ja so gut raus. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war das Monatsupdate, der Monatsrückblick für Mai. Auch im Juni gibt es dann natürlich wieder einen Rückblick. Ja, mal sehen, wie viel ich dann geschafft habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Wir sehen uns aber auf jeden Fall nach meinem Urlaub wieder mit einem neuen Video. Wie gesagt, auch ein kleines Dankeschön für euch, für die 500 Abonnenten. Und es wird auch wieder eine Stickzeit geben, ein Unboxing geben. Also seid mal gespannt, was wieder alles kommt. Und ich sage dann eine schöne Sommerszeit, eine schöne Stickzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.